das Werkzeug steht schon mal bereit mit dem Hochdruck. Erster Stock, Toilette verstopft. Ja, hier geht ja nichts. Hochdruck nicht geholfen. Erdgeschoss haben wir noch eine Toilette, aber ist auf andere Fallleitung. Und diese Fallleitung haben wir keine Befestigung, also keine Putzöffnung im Kellerbereich. Aber WC-Schüssel ist sehr gut befestigt. Schauen wir mal. Da oben sieht man mal diese 19er Schlüssel. Nuss. Also in diesem Bereich. Normalerweise hier sind die Löcher zum Rankommen, aber in diesem Fall nicht. Gut, das wird jetzt mal schon eine Aufgabe. Den runter machen und Verstopfung sollte laut Mieter Eigentümer bei 8 Meter sein, oder? Circa, ja. Also im Kellerbereich. Das heißt 3 Spiralen nach unten. Ja, mal den Schlüssel trotzdem. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob ich das jetzt mal. Wer hat sich das ausgedacht? Ich selbst vor circa 14 Jahren. Vor 14 Jahren Ja. haben Sie diese Toilette erfunden. Nein, nicht erfunden, aber gekauft. Ja, ich meine, der da diese Kloschüssel gemacht hat. Ne? Das ist, die haben einfach an Zukunft nicht gedacht. Ne? Jetzt treffe ich das Loch nicht mehr. Scheiße. Oh mein. Ach komm. Jetzt kommt da ganz ein neuer Content. So wie aussieht. Und Licht brauchen wir. So. Jawohl. Jawohl. Getroffen habe ich schon. Aber jetzt mal. Das ist einer von den ersten mit solchen Befestigungen. Krieg gerade mal eine halbe Umdrehen bloß weg. So, der erste schon mal locker. Ich bin schon mal froh. Aber das mit Befestigung weiß ich auch nicht, wie das wird funktionieren. Jetzt ist ja mal soweit. Nach langem Schwitzen habe ich mal getroffen. Die Gewinde. Die Frage ist, wie ich das wieder zurückhängen würde. Nein. Noch nicht mal angefangen zu arbeiten, aber schon richtig geschwitzt. Wo gibt's denn sowas? Hey, ja. Nur in Bayern. Ja, Problem mal schon schnell erkannt. Ab 1 Meter steht er richtig voll mit Wasser und hier bei 7-8 Meter haben wir Problem. Also 7-8 Meter bei dem ersten Stock, das heißt schon irgendwo in der Kellerbereich, ist komplett dicht.
Jetzt holen wir unsere schwere Geräte, Spirale und dann legen wir mal los. Schauen wir mal, wie schnell das geht. Okay, dann schauen wir mal, ob das jetzt nach Plan läuft oder auch nicht. So. Wenn ein Waschbecken läuft, dann ist hier hochgekommen, oder? In die Toilette auch. Ja. Ausgestimmt. Jetzt kommt mal die zweite Spirale rein. Also, das Problem ist, so wie bei 90%, das Fallrohr geht nach unten und diese 90 Grad Bogen, was in der Grundleitung ist, der macht sehr oft zu. Oder die ganzen Ablagerungen haben mit der Zeit gelöst in Fallleitung und nach unten gefallen und bleiben auch in Fallleitung, also in dem Bogen liegen. Und jetzt nach der Verstopfung beseitigen werden wir gleich sehen, wie das aussieht. Schauen wir mal. Jetzt wollen wir gleich Waschbecken laufen. Das jetzt funktioniert. Hier ist alles dicht jetzt. Ja, passt. Der ist aber auch schon durchgerostet, aber so von ne? Ja. Waschtisch. Das ist Ja, nicht auch so schon. gut wie nicht genutzt. Ist auch schon Zeit gekommen, ne? Bis jetzt läuft ja gut. Schauen wir mal. Sollte ich schon eigentlich. Und jetzt kommt der Widerstand. Nicht so weit. Jetzt kommt der große Widerstand. So. Jetzt hört sich schon mal gut an, glaube ich. Aber ist noch nicht, glaube ich, so weit. Die Spirale blockiert sich. Sehen Sie? Stimmt was nicht. So, jetzt geht es durch. So, können Sie bitte jetzt einmal die andere Toilette spülen? Jetzt bin ich entweder durch oder da ist was im Keller hier. Weil das Problem sehr oft, wenn die Ablagerungen sich lösen in Plastikrohr, stellen sich quer und dann machen sie auch Rohrbruch. Jetzt wird die untere Toilette benutzt und wir müssen eigentlich hier mal hören. Aber wir hören ja hier nichts. Aber Zurückstau kommt es schon auch nicht mehr. Das ist schon mal gut. Schau auch kurz mal mit der Kamera, ob da Wasser steht oder nicht. Und dann im Anschluss gehen wir mal in den Keller, zeige ich euch mal, wie die Leitung laufen durch. Kamerabefahrung gemacht. Bogen war unten ein bisschen weiter noch verstopft. Jetzt nach der Bearbeitung sieht man
Abfluss ist frei, wie das raucht. Ne? Jetzt wird Toilette gespült und sehr gute Zeichen. Ne? Jetzt kommt hier schon mal Dampf raus. Genauso wie von meinem Kopf. Werkzeug raus, Kamerabefahrung machen und die untere Leitung komplett kontrollieren, was da los ist. Das Werkzeug ist schon mal sauber, das ist schon mal gut. Jetzt kommt der Kamerabefahrung, aber davor wollte ich euch was zeigen an Sanitärfirmen oder die sich gut auskennen. So wie aussieht, also für mich ist das jetzt falsch, so wie hier zusammengebaut ist. Hier war die Kloschüssel, dann war die Beilagscheibe, ne? Aber so viel ich weiß, sind 90% solche Toiletten. Diese Stütze war umgedreht und das muss jetzt mal so aussehen, oder? Gut. Schreibt es in den Kommentar, ob das zweite Variante richtig ist. Oh, oha. Jetzt schauen wir mal nach der Verstopfung Beseitigung WC, wie das jetzt aussieht. So, hier haben wir eine Verbindung. Dann macht er Linksbogen und dann kommt er gleich in Fallleitung und hier haben wir ein Lüftungsrohr nach oben. Also hier war schon davor alles voll mit Wasser. Dampf oder was ist das? Okay, das ist jetzt frei. Und das ist frei. Und hier haben wir im Keller bei 5,5 Meter eine Putzöffnung. Der ist jetzt im Moment mit Holz verdeckt. Deswegen haben wir keinen weiteren Zugang gehabt. Und hier sieht man schon rundum leichte Ablagerung im Rohr. Dann kommt ein senkrechter Rohr. So, jetzt können Sie nochmal Toilette spülen unten. Hier oben haben wir einen Rohrbruch. Oberhalb ein Rohrbruch oder Zulauf. So, sieht das sehr komisch aus. Das sieht nach Rohrbruch aus. Okay. Und da kommt er. Da ist alles abgelagert. Hier ist weitere Kamerafahrt nicht möglich. Kommt Richtung Bogen. Bin ein Stück weiter gekommen. Jetzt sieht man, dass die andere Toilette gespült wird. Es kommt leicht zurück und diese Leitung ist komplett voll. Der Kunde macht jetzt dann demnächst halt Putzöffnung frei. Müssen wir nochmal kommen. Bis jetzt Abfluss ist frei. Kann man wieder benutzen. Auf jeden Fall am besten die untere Toilette. So, jetzt bin ich ein Stück weiter gekommen, aber ohne Zentrierer, ohne Modul. Das heißt, die Kamera liegt jetzt ziemlich unten.
Wir machen jetzt mal eine Rückwärtsaufzeichnung, wie die Leitung aussieht. Boah. Die Leitung sieht ja katastrophal aus. Hier haben wir alles voll mit Ablagerungen und Steine. Das so wie aussieht, auch Plastikleitung, ja. Und stehende Wasser. Hier haben wir ein kleines Stück komplett frei. Ah, da haben wir einragende Rohr oben. Wahrscheinlich Dusche oder was weiß ich. Das ist auf jeden Fall im Keller irgendwo. Und der Waschmaschinenanschluss. Hier haben wir einen starken Versatz und sehr viel Steine. Da haben wir noch einen Zulauf. Einen Bogen. Hier wird ja demnächst eine sehr große Reinigung durchgeführt. Denke ich mal. Oder alles aufgegraben. Und hier ist ja 90% zu. Sie können hier schauen. Da ist alles ganze Toilettenpapier, die sich zersetzt. Das kann natürlich auch nicht mehr weglaufen. Da kann ich, ja, hier sieht man das Rohr jetzt in dem Bogenbereich. Das ist zwar weich, aber unterhalb ist alles Steine. Ja. Oh, da ist sehr viel wieder. Also Empfehlung, keine Toilettenpapier. Hier, da ist irgendwo noch ein Rohrbruch, 100%. Weil so viele Steine kommen nicht rein. Es ist ja jede Menge. Jede Menge. Da ist der Zulauf. Das ist wahrscheinlich Regenleitung. Bei 8, ja, jetzt sehe ich mal zurück. Und von da kann passieren, dass da immer wieder Steine reinkommen. Und dann wird es mit dir durchraten, wenn sie hin und her laufen, sie verteilen das Zeug. Und die eine Leitung, die geht ja nach hinten. Genau, das war dieser Bereich, ne, wo ich habe gesagt, die Leitung geht nach hinten erstmal. Das ist auch wahrscheinlich von Garage Regenleitung. Oben war ein Rohrbruch. So. Der Druckfunk ist bekommen, aber das große Problem ist immer noch da. Jetzt kommt der große Kunstwerk wieder. Vom Eigentümer wird geholfen. Jetzt habe ich die wieder genauso reingemacht, damit die Kloschüssel hier oben hängt. Weil hier waren die noch zum Unterstützen. Und wir bauen genauso wie das davor war, damit ich das zu 100% vom ersten Mal dicht bekomme. Ja. Nächstes Mal schreibe ich in Bemerkung, dass der nächstes Mal Kollege kommt. Ja? Ja. Okay. Jetzt müssen Sie vielleicht mal von der Seite kommen und hier ganz fest nach vorne, also es darf nicht nach unten rutschen, ne? Ja. Okay. So, ich bin gleich. Okay. Ist fast fertig. Dort ist noch eine Lackscheibe und Schraube. Also, ich kann mir schon vorstellen, wie der eine geschimpft hat beim Bauen. Ja, das ist. Muss, wenn du alleine stehst,
Jetzt wenn ein älterer Mann oder Frau da ist, Ja. kann dir auch nicht helfen. Ne? Okay. Ich ziehe noch nicht fest, nur handfest. Ja. Und dann muss ich jetzt mal andere Seite machen. Müssen wir mal tauschen. Wenn der undicht ist, dann muss der von Sanitärfirma gemacht. Die sind ja Profi. Und solche Kunstwerke vielleicht. Okay. Der macht irgendwie nicht. Ja, jetzt. Okay, können Sie loslassen. Passt, ich ziehe jetzt mal fest. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert noch nach Plan. Das funktioniert nicht nach Plan. Jetzt läuft es nach Plan, ne? Millimeter. Ist das Rehgipsplatte? Ja. Okay. Dann mach mal die zweite. Und dann schauen wir mal Funktionstest. Die Toilette mal spülen. Das sieht jetzt fantastisch aus. Perfekt. Keine Tropfen. Hoppla. Jetzt schauen wir mal in den Kellerbereich, wie das unten aussieht. So, jetzt haben wir hier folgendes Problem. Hier irgendwo in dem Bereich, links oder rechts, läuft unsere Revisionsöffnung. Aber, ich habe schon gefunden. Und sie haben gesagt, hier gibt es keinen. Da ist er. Hier ist unsere Öffnung. Das heißt sehr gut. Sie müssen nicht so viel Holz wegbauen. Ja. Aber wo wir kommen, das muss alles weg, leider. Ja. Entweder essen oder in Kiste wegräumen. So, das ist schon mal sehr gute Zeichen. Aber die zweite Toilette, die auch mit da reinläuft,
Boah. Hier darf man jetzt nicht rauchen, oder? Also hier explodiert alles. Alles Diesel. Okay. Das ist unsere zweite Toilette. Die läuft hier auch mit rein, nach unten zu unserer Hauptleitung. Und das ist jetzt Küchenleitung, oder was? Nee, das ist Salzöl Nein, das, und da hinten ist die Dusche. das da. Das ist das Bad. Das ist Badezimmer. Badezimmer. Waschbecken. Und da vorne ist Siphon, ist das Badewanne, oder was? Das war die Badewanne, der ist dicht. Der ist dicht, weil Ja. da ist da diese Siphon unten eingebaut. Ne? Ja. Hier unten sieht man. Okay, sehr gut. Dann heißt es, diesen Bereich komplett ausräumen, falls Sie diese Ausfräsung sich wünschen. Also, das Regal muss weg und das. Die wird nicht stören.